Moin Leiflü und willkommen zurück bei Skill Legends Royale und mir, Radbot. Wir starten das Spiel, mal gucken was passiert. Wir sind 55 Punkte davon entfernt, was sind wir eigentlich? In Master 3 zu kommen. Master 3, dann sind wir nur noch 7 Level von unserem King-Tier entfernt. Der großen Reise, auf die wir uns begeben. Die mir selbst gesetzte Challenge. Ja, für 55 Punkte müssten wir allerdings auch einen neuen Helden spielen und aufs Treppchen kommen. Und mit den Helden habe ich bereits gespielt. Ich glaube mit denen auch. Egal, wir nehmen mal den Frostborn Lord. Den habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Ein, Burst Mage Charakter, würde ich sagen. Wir gehen voll auf Ulti und hoffen dann, den Gegner zu one-shotten oder zu two-shotten. Dazu brauchen wir einen guten Treasure. Das brauchen wir alles nicht. Energy Collector. Damit können wir schön schnell leveln. Oder die Goldbox. Mit Goldbox hätten wir sofort die 500 Gold für den Max Interest. Und wir könnten noch einen Skill kaufen. Wir gehen in den Energy Collector. Und wir gehen auf, eigentlich wollen wir auf Ulti, aber wenn wir schnell Freeze haben, wir kaufen jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal in der ersten Runde einen Skill, damit wir gleich die 2 extra EP auf unseren Skilltree bekommen. Und Freeze ist gar nicht schlecht, denn each stack of Freeze doubles the effect. Das heißt, wir machen immer noch 6 Stacks, die funktionieren aber, also 6 Stacks alle eine Sekunde, die funktionieren aber, als wären es 12. Und unsere Ulti, ihr habt es kurz gesehen, unsere Ulti ist ein Eisblock, den wir vom Himmel schmeißen, den Gegner dann und 52 physischen Schaden machen. Das heißt, wir können damit automatisch critten. Auch ohne Crit Tree, den ich jetzt zugegebenermaßen vorher nicht bedacht habe. Ohne Crit Tree und Magic Crit. Weil wir haben 20% Crit Chance vom Helden aus. Das gilt natürlich nur für physischen Schaden, wie alle Crits, und Dodge gilt nur für physischen Dodge. Außer natürlich, man hat die Skills aus dem Skilltree, die Rare Skills. So. Wir wollen Freeze und wir wollen Ultimate, also wollen wir wahrscheinlich auch Ultimate Freeze. Aber 500 Gold, wir wollen natürlich das Interest behalten. Oder wir können ja, wie schon mal erwähnt, 50 Interest pro Runde kriegen. Für 100 Gold gibt es 10 Interest. Also brauchen wir summa summarum nach Adam Riese 500 Gold am Ende oder am Anfang der nächsten Runde. Der Gegner geht auf Poison und Dodge. Das ist natürlich sehr schlecht, weil wir physischen Schaden machen und wie gerade erwähnt, physischer Schaden gut gedodged werden kann. Da haben wir gerade mit 625 Schaden gekrittet. Das ist genau das, was wir wollen. Das hat uns gerade auch das Game gerettet. Wobei wir hier 400 Damage gemacht haben, wahrscheinlich weil der Gegner nicht mehr Lebenspunkte hatte. Wir wollen Ultimate, wir wollen Ultimate. Wir wollen Ultimate. Und wir wollen Ultimate. Ja, ich habe übrigens rausgefunden, hier kann man sehen, was so passiert ist bei seinen Kaufrunden, sage ich mal. Hier sehen wir den Energy Collector, Freeze gained 2 XP, Freeze gained 2 XP. Das ist ganz praktisch, wenn man auch zum Beispiel irgendwelche Sachen hat, die einem random Skills geben. Dann kann man hier nachgucken, welcher Skill das war, falls man es übersehen haben sollte. Ganz praktisch, ja. Die, wie immer, haut uns natürlich um. Die geht ziemlich auf HP und, okay, mit dem Crit hauen wir sie um. Aber die, was ist das, Poison Witch oder so, Venom Sorcerer, macht halt extrem viel, wie der Name schon sagt, Giftschaden. Und, wie ich schon mal erwähnte, gegen Giftschaden kann man nicht so richtig viel machen. Wir haben auch kein Shield, wir haben kein Heal. Das heißt, der nächste Skill neben Ulti und Freeze, den wir haben wollen, ist wahrscheinlich Sprite. Damit das uns ein bisschen Lebenspunkte gibt.
kriegen ja auch in jedem Zug irgendwas mit Ulti. Das ist schon auch ziemlich nett. Das wollen wir auch auf Maximum haben. Wir wollen hier, glaube ich, jeden Rare Skill haben. Das vielleicht noch am wenigsten, aber 50% Chance, den Gegner einen Energy zu kriegen, wenn man den Gegner Schaden macht, ist auch schon ganz gut. Der hat ähnliches vor wie wir, denn der macht ebenfalls mit seiner Ulti Schaden und mit jedem Ulti-Cast, den er macht, macht die Ulti mehr Schaden. Bis zu 200%. Da haben wir schon wieder gekrittet, also unsere 20% Crit-Chance ist ziemlich gut für uns. Unser Freeze ist gerade aufgelevelt. Das wollen wir alles irgendwie nicht so. Es läuft bei uns ziemlich gut. Wir könnten also unseren Damage erhöhen. Das machen wir mal einfach, weil es lustig ist. Wir machen jetzt plus einen Schaden und kriegen für jeden Schaden, wenn wir gewinnen, natürlich nur 10 Gold. Das heißt, wir würden jetzt bei einem Win 60 Gold kriegen. Das heißt, wir wollen jetzt dafür sorgen, dass wir im Grunde nur noch gewinnen. Nicht, dass wir das nicht vorher auch schon wollten. Every Sprite macht Freeze. Ultimate macht Ultimate-Sachen. Ne, wir wollen jetzt wirklich... Okay, each point of max HP, das sind auf 100 Max EP gibt 4 Health. Wir haben 1300, das ist 13 mal 4 sind 40 und 12 sind 52 Lebenspunkte auf dem Sprite. Das ist, naja. Ach, komm her. Das würde seine HP verdoppeln. Das ist schon auch nicht wenig. Er hat tatsächlich 900 HP schon. Na gut, der hat auch extrem viel Gold bekommen. Ja, wie das so ist, sobald man einen Treasure hat, der einen in Anführungsstrichen zwingt zu gewinnen, verliert man. Aber da haben wir jetzt auch nicht gecrittet. Wir haben nur wir haben 2 Poison Dudes. Dann wollen wir, glaube ich, den Poison Schaden reduzieren. Ultimate Control wollen wir auf jeden Fall. Und Ultimate wollen wir auf jeden Fall. Wir refreshen einmal. Haben wir noch gar nicht. Dann nehmen wir den HP Share. Ja, und jetzt warten wir. Eventuell nehmen wir hier Freeze Control. Wir wollen auch tatsächlich Sprite leveln, eben weil das unser Extra Life ist. Okay, wir spielen gegen gegen uns quasi. Der hat immerhin schon Energy Ultimate. Das haben wir leider nicht. Dafür freezen wir den Gegner deutlich mehr und wir kritten ihn. Das heißt, eng. Wir hauen ihn sofort aus dem Latschen. Kriegen 40 Gold durch das Hunter Spear. Bounty Hunters Spear. Ganz gut. Freeze Control. Jetzt kriegen wir hier für jeden Dodge kriegen wir Energy. Und wir dürfen uns eine Ultimate aussuchen. Die Ultimate Stunts the Enemy. Casting the Ultimate Damage, aber wir machen nicht so schnell Schaden. Wir nehmen mal das After Ultimate Cast. Kriegen wir schneller Energie wieder. Den haben wir gerade gespielt, der war ziemlich gut. Der etwas schwächer, aber hat auch ziemlich viel HP. Den kritten wir dafür allerdings ganz nett. Der freest uns dafür ganz ordentlich. Aber wir kriegen 50 Gold, gewinnen den Kampf. Läuft so weit, so gut. Wir gehen weiter auf Ultimate. Wir haben schon wieder Ultimate XP bekommen. Wir wollen Ultimate casten mehr Dings. Jetzt ist auch Freeze Level hoch. Da wollen wir... Was wollen wir denn eigentlich? Wir freezen schon einigermaßen viel. Jedes Mal, wenn wir einen Freeze machen, also wenn wir den Gegner einen Freeze-Stack hinzufügen, haben wir 35% Chance, 30 Magieschaden zu machen. Wenn den Gegner 75 Freeze-Stacks, das heißt quasi 150 zu geben, 150 Freeze-Stacks geben. Ja, ich glaube, Free Battle Freeze ist ganz gut.
Wir haben kein Crit, wir haben keinen Attack-Skill, den wir nehmen können, um schneller angreifen zu können. Wir nehmen einmal Pre-Battle Freeze. Hier nehmen wir, wenn ein Sprite stirbt, kriegen wir mehr Rage. Hier nehmen wir Pre-Battle Freeze. Hier nehmen wir entweder mehr Max HP, das würde auch tatsächlich das erhöhen, weil für jede 300 Max HP hätten wir 1600, also das würde mal 6 funktionieren. Das waren aber relativ wenig. Jetzt kriegen wir 5 und ein bisschen Prozent mehr Energy Regeneration. Den Gegner treffen wir hier gerade überhaupt nicht. Die macht uns ziemlich viel Schaden. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben echt wenig Schaden gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht genau warum. Ist halt so. Okay. Umsonst Mystic Skill, extrem viel Geld. Und wir nehmen den Mythic Skill für for free und es kommt schneller einer. Weil wir hier schon auf 3 Sterne sind, hier fast auf 3 Sterne und das sind beides extrem gute Skills, die wir haben wollen. Wir gehen eigentlich nicht so oft Dodge. Ein bisschen Gift haben wir. Ein bisschen Gift haben wir. Hier ist dann der versprochene Ultimate Skill. Ein bisschen Sprite brauchen wir auch noch. Ein bisschen Freeze. Da brauchen wir nicht von. Dann wollen wir. Habt ihr und Sprite oder habt ihr und Freeze? Wir wollen Freeze auf 3. Genau, die Ultimate-Sachen nehmen wir trotzdem noch mit, weil ich wirklich die so voll wie möglich haben will. Mindestens Level 40, damit wir 120% stärkere Ultimate haben. Dann macht die 500 physischen Schaden. Plus mehr Schaden bei Crit etc. 140 Freeze. Der Gegner ist extrem langsam. Das läuft schon sehr gut. Wir haben allerdings trotzdem recht viel Poison Damage bekommen. Das heißt, wir müssen unseren Sprite noch. Der hat erst knapp 400 Schaden getankt. Das muss mehr werden. Every Sprite macht unsere Ultimate nochmal stärker. Ja, wir haben. Ups, Entschuldigung. HP Poison wollen wir nicht, aber Ultimate Control wollen wir, aber wir wollen auch Freeze Control, denn dann sind wir hier Level 3. Oh, und wir steigen hier auch auf Level 2 auf. Wenn unser Hero weniger HP hat, dann kriegen wir einen zusätzlichen Sprite. Wollen wir alles eigentlich nicht so? Ja, wir wollen Charges. Hier nehmen wir gleich Persistent Wound, um auch die ganze Zeit dem Gegner Wound zu machen, was extra Schaden macht. Unsere Energy ist noch zu langsam. Gut ist, der macht Magieschaden, das heißt, der hat, dadurch, dass wir keinen Skill-Tree haben, kann der nicht critten. Das ist ziemlich gut für uns. Achso, HP hat XP bekommen und ist auf Stufe 2 gekommen. Poison Damage. Wir machen eigentlich nicht so viel verschiedene Schadensarten. Aber das kann noch kommen. Hier machen wir mal. Was haben wir denn eigentlich an Dodge? Hier, wir haben nur ein Skill. Aber wir dodgen auch nicht so gut. Dann machen wir mal Dodge Freeze. Magic Defense wird uns gegen ein paar Leute helfen. Gegen ein paar nicht so. Und ich will lieber den Freeze haben. Und Freeze Control haben. Und gleich Fury Freeze haben. Wir wollen nämlich möglichst viele Freeze Stacks auf den Gegner machen. Okay, der hat uns gerade ziemlich besiegt. Und der hat Magic Dodge. Obwohl Magic Dodge uns egal ist. Dodge an sich ist schlimm. Okay, der macht ziemlich viel HP Strike Damage. Ah. Das reicht noch nicht. Wir sind bei 18 live. Alles noch in Ordnung. Wir können auch HP Strike nehmen, aber wir wollen lieber HP Share. Okay, jetzt haben wir hier die Battle Freeze. Zu gut, um es nicht zu nehmen. Gerade weil bei uns die Freezes ja doppelt zählen. Hier nehmen wir Sprite Marble. Dann schießen unsere Sprites Schaden. Also 50 physischen Schaden alle 2 Sekunden.
Das ist auch ganz ordentlich. Every Sprite on the field takes 9 stacks of Wound. Das können wir auch noch nehmen. Und das können wir auch rollen. Ja, wir nehmen das mal. Okay. Er hat noch nicht die Mythic-Fähigkeit. Deswegen haben wir den gerade quasi ge-one-hitted. Okay, ich würde sagen, wie lange geht der Kampf? Aber dann war er vorbei. Okay, hier. Okay, hier ist Frostnova. Wir machen 50 plus Current Freeze Stacks mal 2 Magic Damage alle 2 Sekunden. Deswegen wollen wir Freeze auch extrem hoch haben. Jetzt hier Freeze Damage. Ne, wir haben zu viele Lebenspunkte. Wir brauchen unsere Interest nicht so verringern. Ist noch relativ gut dabei, sage ich mal. Wollen wir noch die Sprite Mystic haben, damit wir 2 Sprites rumfliegen haben. Freezen den Gegner extrem. Okay, er hat Frostnova, das heißt, wir müssen den schneller töten. Er hat schon auch den Skill, den wir haben. Mehr Damage gemacht. Wir brauchen also Freeze. Jetzt brauchen wir auch Magic Resistance. Das brauchen wir nicht so unbedingt. Freeze, Freeze, Freeze. Ultimate, so jetzt machen wir 90% mehr Freeze Stacks jedes Mal, wenn wir Freeze machen. Also wenn wir Freeze Stacks verteilen wir 90% mehr. Das heißt, wir machen 300. Also 90% von 300. 270, glaube ich. Und die 10 auch noch doppelt. Das heißt, der hat jetzt 1400 Freeze auf sich. Dann haben wir eine Ulti und eine Frostnova gemacht und der Gegner war Peng. 2 Leute sind raus, einer mit Gift. Das heißt, wir brauchen nicht mehr so krass auf Anti-Poison gehen. Ich glaube, ich will... okay. Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt, glaube ich, auch noch auf Freeze gehen, auf die Sprites gehen. Nehmen wir die ganzen Persistent-Sachen mit. Hier werden die Sprites, wir haben jetzt 2, das heißt, alle 2 Sekunden machen wir 63 mal 2, 102, 126 Freeze, aber dadurch sind das quasi doppelt so viel und hier kommen nochmal 90% Stack oben drauf. Ihr merkt also, wir stacken extrem Freeze. Der wird... Okay. Er hat noch nicht die Mythic Skill von Gift, sonst hätte uns das ordentlich Schaden gemacht. Oh, wir gehen ja auf Sprite. Okay, Freeze Ultimate ist natürlich genau das, was wir wollen. Dann das. Wir haben noch nicht Energy Dragon. Nicht besser. Aber wir nehmen das dann Ultimate. Dann stunnen wir den Gegner 0,2 bis 0,5 Sekunden plus unsere 0,8, die wir sowieso mit der Ulti machen. Jetzt brauchen wir noch schnell die Energy zurück, damit wir eine Stun-Chain aufbauen können und der Gegner nicht mehr aktiv irgendwas machen kann. Das wäre halt Premium. Freezen den Gegner extrem stark. Hat sehr gut funktioniert. Er ist einmal wieder aufgestanden, weil er den Mythic Skill von Life hat. Unser Ultimate ist gerade aufgestiegen. Okay, wenn wir eine Ulti casten und wir casten von Anfang an die Ulti, dann regenerieren wir schneller die Energy. Und casten. Ne, wir wollen hier das mit der HP. Und wir wollen... Das nehmen wir, glaube ich, direkt. Dann macht jeder Sprite unsere Ulti
um 48% besser. Wir starten den Kampf mit einer Ulti und wir haben 2 Sprites. Das heißt, wir haben 100% mehr. Also 96% mehr. Und hier 120% mehr. Das macht ordentlich Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Gegner... Also wir haben ja nur 800 Schaden damit gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Gegner vielleicht Magieresistenz oder sowas hat. Jetzt nehmen wir hier nochmal Energy Recovery. Wir erhöhen unseren Dodge-Wert. Wir nehmen Magic Defense. Und wir nehmen auch Call Guard, damit wir A, das auf Level 4 haben. Unsere Sprites 90% mehr HP und 42% Damage Share haben. Und damit wir, wenn wir viel HP verlieren, gleich 4 Sprites um uns rumcasten. Und die machen dann auch Sachen wie Wound, wie Freeze, machen unsere Ultimate besser und so weiter und so fort. Als nächstes wollen wir dann wahrscheinlich auf HP gehen und gegen den, ne, nicht gegen den, sondern gegen den mit der Frostnova die Magieresistenz erhöhen. So, den haben wir viel genommen. Wir wollen auch noch unsere Sprite, dass die dicker sind und mehr HP haben. Das wollen wir auf jeden Fall. Okay, im Idealfall ist das die letzte Runde, also wollen wir hier... weiß ich auch nicht so genau, was wir nicht wollen. Das hier und Magic Defense. Freeze Shell, jedes Mal wenn wir Schaden kriegen, machen wir Freeze. Wir wollen mehr HP auf unseren Sprites. Das hätten wir auch gewollt. Aber wir nehmen mal Anti-Freeze, denn das ist ja auch ein Freeze-Charakter und wenn wir 7% weniger Freeze kriegen, oder ne, der Freeze ist 7% weniger effektiv, dann ist das auch schon ganz gut. Okay. Und wir sind Erster geworden. Sehr gut. Das hat sehr gut funktioniert. Die Ulti-Effektivität stacken hat extrem gut funktioniert. Und wir haben 80, das war tatsächlich doch der First Win mit dem Hero, das sind 30 Punkte. Wir kriegen 40, weil wir erster Rang geworden sind und 40, weil wir hier eins von diesen Sternen benutzt haben sozusagen. Die kriegt man jeden Tag einen von, um im Rang schneller zu steigen. Damit sind wir Master 3 geworden, gegen diese Kristalle. Und sind sogar schon mit 60 Punkten Fortschritt zu Rang 4. Hier im Store übrigens, das kann man jeden Tag machen. Die Rerolls für Charaktere und Treasures. Tarot nennt sich das. Die gibt es for free. 2 Stück. Und mit den Kristallen können wir Helden freischalten. Wir haben eigentlich nur 200. Ich glaube, der günstigste ist 300. Alle Helden, die es so gibt. Da steht noch, mit was wir die so beendet haben. Relativ viele Rang 1. Hier sind wir ja Vierter mit geworden. Das war das erste Video. Auch so ein paar Rang 1 Helden. Naja. Das war's schon. Ich bedanke mich also für euer Zuhören. Lasst gerne ein Like da, ein Abo. Was euch so einfällt, einen Kommentar gerne. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen guten Start in den Tag morgen. Und bis dann. Ciao.